Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vor nicht allzu langer Zeit brachte ich ein Video über die Farbe Black Tan. Sie wissen schon, schwarz mit braunem Brand. Je roter der Brand, je dunkler das Schwarz, wenn das geht. Aber ich bin ja farbenblind, wie Sie wissen, desto schöner diese Farbe. Eine Farbe, die ganz besonders in der Sonne leuchtet. Dieser Brand auf schwarzer Grundfarbe gefällt mir wahnsinnig gut. Sie wissen schon, Dobermann etc. Ja, die Geschmäcker in der Welt der Hundefreunde, der Hundebesitzer sind selbstverständlich verschieden. Das ist auch gut so, sonst hätten wir alle denselben Hund und ich könnte einpacken mit meinem Kanal. Ja, hätte ich die Gurke auf Deutsch gesagt. Ja, natürlich habe auch ich eine Lieblingsfarbe bei Hunden. Einen Hund besaß ich mal in solcher Farbe, das war mein Attila, der Pit. Und zwar ist das die Farbe gestromt in verschiedensten Variationen. Wahnsinnig tolle Farbe, die man zumeist bei kurzhaarigen Hunden sieht, auch bei einigen stockhaarigen ganz selten. Bei langstockhaarigen oder langhaarigen, rauhaarigen Hunden seltener als bei den kurzhaarigen und stockhaarigen. Bevor wir mit diesem Video loslegen, wo Sie einige Hunderassen sehen werden, möchte ich hier kurz mal etwas klarstellen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich der Meinung bin, dass ich hier eventuell von mehreren Leuten falsch interpretiert werde. Ja, ich wurde da vor kurzem von einer meiner Zuseherinnen angeschrieben. Eine Voicemail habe ich bekommen. Da wurde ich ja zu diesem Thema gefragt, wie ich das meine. Und dann gibt es noch ein zweites Thema. Auch das möchte ich hier kurz ankratzen. Etwas damit aufräumen, damit Sie wissen, wie ich dazu stehe und damit es hier in Zukunft keine Missverständnisse gibt. Ja, also ganz kurz. Hoppala. Wenn ich mein Unverständnis zu Hundebesitzern, die ihre Tiere als gleichberechtigtes Lebewesen erziehen, äußere, dann meine ich damit nicht, der Hund sei dem Menschen als Lebewesen nicht gleichgestellt. Das meine ich damit überhaupt nicht. Schauen Sie, eine Ameise ist als Lebewesen einem Menschen gleichgestellt, so sehe ich das. Die philosophiert vielleicht nicht über den Sinn des Lebens, so wie wir das tun, aber die möchte auch leben, deswegen zertrete ich keine Ameise absichtlich. Ja? Schauen Sie, der Hund hat natürlich genauso das Recht auf ein gutes und respektvolles Leben, wie wir das haben. Ist ja ganz klar, das stellt ja überhaupt keine Frage nicht dar. Ja? Ich meine mit diesem Unverständnis Hundebesitzer, welche die Rangordnung zwischen Mensch und Hund aufheben. Weil sie der modernen Meinung sind, als Mensch nicht das Recht zu haben, ihre Hunde von etwas zu überzeugen, was sie nicht wollen. Nun, wenn diese Leute ihre Kinder auch so großziehen, dann grüß Gott, Herr Kompott. Also, so meinte ich das. Ich hoffe, ich wurde damit jetzt richtig verstanden. Ein zweites Thema, welches in meinem letzten Video Faszination Packerrassen zur Sprache kam. Schutzarbeit, Wehrtrieb, Schutzarbeit, Beutetrieb. Ich sage in diesem Video, dass ich persönlich als Besitzer einer typischen Packerrasse von der Schutzarbeit, besonders am Wehrtrieb, absehen würde. Worauf mich der Fredi, einer meiner Freunde, angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob es nicht generell so ist, dass am Abrichteplatz, wo der Gebrauchshundesport absolviert wird, die Arbeit am Wehrtrieb verboten ist. Nun, die Arbeit bezüglich Wehrtrieb hat im Gebrauchshundesport bei der sportlich ausgeführten Schutzarbeit nichts verloren. Ja, am Wehrtrieb wird zumeist bei den Sicherheitsdiensten, bei der Polizei oder bei der Armee gearbeitet mit den Hunden. Klare Sache. Doch, liebe Zuseher, auch auf Plätzen wird mit Hunden am Wehrtrieb gearbeitet. Das war bei uns damals am Platz so und ich weiß, dass es auch heute noch so ist. Wir hatten bei uns einen Herrn, der war Taxifahrer, der benötigte Schutz durch den Hund. Mit dem haben wir abseits der normalen Schutzarbeit, wo immer nur auf dem Beutetrieb gearbeitet wurde, trainiert.
Mit diesem Hund haben wir Privattrainings durchgeführt, Einzeltrainings durchgeführt. Mit diesem Hund haben wir speziell am Wehrtrieb gearbeitet. Und es ist auch heute noch gang und gäbe, dass Leute privat mit ihren Hunden am Wehrtrieb arbeiten, wenn sie Partner haben, die sie dabei unterstützen. Und es ist mit Sicherheit auch heute noch auf Plätzen der Fall, wenn dort das richtige Personal anwesend ist, dass sich dort Leute einfinden, die begründen können, weshalb sie mit ihrem Hund am Wehrtrieb arbeiten möchten, ja, und das Ganze dann als okay empfunden wird und dann wird mit dem Hund am Wehrtrieb gearbeitet. Aber selbstverständlich ist es nicht gang und gäbe, mit Hunden am Platz am Wehrtrieb zu trainieren. Also das ist kein Teil der Schutzarbeit am Platz, die in Österreich sowieso jetzt verboten ist. Doch war sie auch in Österreich niemals ein Teil der Arbeit am Wehrtrieb, sondern das waren immer Geschichten, die man ja bei Einzeltrainings durchführte, die privat trainiert wurden. Das wollte ich sagen. Und wäre ich Besitzer einer typischen Packerrasse, würde ich, egal ob am Platz, bei Einzeltrainings oder privat, vor einem Training am Wehrtrieb mit meinem Hund absehen. Das wollte ich damit sagen. So, ich hoffe, damit ist alles geklärt und nun viel Spaß beim Video. Farbe gestromt. Also bis gleich. Nun, da sind wir wieder. Bevor wir mit dem Video loslegen, ganz kurz. Ich habe Ihnen schon mal in einigen meiner Videos vom Gruselwald erzählt. Ich habe da schon mal drüber gesprochen. Das ist dieser Zillingdorfer Wald, den ich so gerne Gruselwald nenne. Einige Leute, die schon hier geboren wurden, die sprechen davon, dass dieser Wald einen bösen Geist innehaben soll. Hier geschahen zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges grausame Dinge. Der hat eine unheimliche Atmosphäre vorzuweisen, dieser Wald. Trotzdem zieht es mich mit Vito immer hierher. Wissen Sie, was das Eigenartige ist? Je tiefer Sie in diesen Wald hineingehen, desto stiller wird es. Also man sieht keine Rehe, man sieht keinen Hasen, man hört keinen einzigen Vogel. Es ist mucksmäuschenstill. Etwa 1 Kilometer gegenüber liegt die Rosalia mit ihrem herrlichen Wald. Wenn Sie dort eintreten, sehen Sie Hasen, sehen Sie Rehe, manchmal auch Rotwild, Sie hören Vögel. Es ist ein Wald, der sehr einladend ist. Ja? Dieser Wald hier, der Zillingdorfer Wald, ist genau das Gegenteil davon. Ja. Dachte mir, ich stelle Ihnen dieses Stückchen Wald mal vor. Ja, und jetzt weiter zum Video. So, aber jetzt geht's los. Die Blair Witch hat uns nicht erwischt und auch Waldschrat ist uns, soweit ich weiß, keiner gefolgt. Wir befinden uns jetzt in Sicherheit am Grundstück meiner Eltern, also wir können loslegen. Gestromt. Gestromt ist nicht wirklich eine Farbe, gestromt ist eher eine Zusatzausstattung einer Farbe. Wir haben eine Grundfarbe und das Ganze wird geschmückt mit Streifen. Gestromt. Seltsamerweise kommen weit mehr kurzhaarige Hunde in diesem Farbenspiel vor, als es Hunde mit üppigem Fell tun. Warum das so ist, weiß ich nicht. Biologen oder Genetiker werden das sicher tun. Die Farbvariation gestromt ist meine persönlich favorisierte bei vielen Hunderassen, welche auch noch andere Farben zu bieten haben. Ich denke, 2 Hunde, die mich mit ihrer Erscheinung förmlich erdrückt haben, sind dafür verantwortlich. Und von diesen beiden werden Sie im Video noch zu hören bekommen. Ja. In diesem Beitrag sehen Sie 35 Hunderassen, welche in der Farbe gestromt vorkommen können. Sie sehen vereinzelt aber auch Hunde, welche ausnahmslos in gestromt auftreten. Sollten Sie im Besitz einer Hunderasse sein, die ebenfalls gestromt sein darf, hier im Video aber nicht erscheint, dann bitte ich Sie um Verzeihung, Ihr Hund soll damit nicht geschmälert werden. Ja. Diese 35 Rassen habe ich aus meiner Erinnerung abgerufen. Und hierbei kann es mir sehr leicht geschehen sein, die eine oder andere Rasse ausgelassen zu haben. Absicht war es aber keine. Ja. Nun, soweit ich mich erinnern kann, gibt es recht wenig kleine gestromte Hunderassen.
Doch einige fallen mir schon ein. Der Chihuahua, der kleinste Hund der Welt und auch als Pound for Pound der meanest dog of the world bekannt. So böse ist er nicht. Ich gehe davon aus, dass diese Hunde häufig derartig unerzogenes Verhalten an den Tag legen, weil viele Menschen aufgrund der nicht vorhandenen Substanz gewisse Erziehungsrichtungen vernachlässigen. Ja, das wird der Grund sein. Ja, aber den Chihuahua, den gibt es auch. In gestrommt. Der Dackel, selten, aber auch den Dachshund gibt es in gestrommt. Ich persönlich habe ihn allerdings in dieser Variation noch nie gesehen. Bin mir aber sicher, dass er da wunderschön ist. Welsh Corgi, die Hunde der schon verstorbenen Queen, auch die laufen gestrommt herum. Die Queen hatte, ich weiß jetzt nicht, hatte die Cardigan oder die Pembroke Corgis, aber ich glaube, die war Fan der Pembroke Corgis. Bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Nun, gehen wir weiter. Bei den kurzläufigen Terriern fällt mir der Cairn Terrier ein. Ein feuriger, toller Hund, ähnlich wie der West Highland White Terrier, nur in farbig. Wunderschöne Hunde, die mir in gestrommt sehr gut gefallen, sogar noch einen Ticken besser. Der Scotch Terrier, den man zumeist in schwarz sieht, aber nicht nur, denn auch den gibt es gestrommt. Ja. Bei den Japanern ist der Kai sehr beliebt, ein schneidiger Jäger und Wächter, den es nur in gestrommt gibt. Ein weiterer Japaner, der häufig gestrommt zu sehen ist, ist der Japan Akita. Hier in der Ortschaft, in der ich lebe, haben wir eine gestromte Hündin. Schönes Mädchen. Ja, auch der American Akita macht in gestrommt eine gute Figur, aber die macht dieser Hund in jeder Farbe. Viele Leute behaupten, der American Akita wäre optisch, anatomisch der schönste Hund der Welt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ja. Geschmackssache, aber er zählt sicher zu den schönsten Hunden der Welt. Laufhunde, Hounds, gibt es einige in gestrommt. Der Segugio Maremmano, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ein toller italienischer Jäger, der häufig in gestrommt herumläuft und in dieser Farbvariation wunderschön ist. Der amerikanische Bloodhound, ein typischer US-Hound, der von Waschbären bis zu Wildschweinen alles jagt, ebenfalls fantastisch aussieht. Ich sah einmal in meinem Leben live einen Bloodhound, ein kräftiger Rüde, herrlich anzusehen, sehr interessante Hunde, die mir gestrommt sehr gut gefallen. Der hannoveranische Schweißhund, das ist ein Hund, der mich optisch extrem anspricht. Der hat fast nichts mit Molossern zu tun, schlägt anatomisch aber häufig stark in deren Kerben oder in deren Kerbe hinein. Sehr häufig, mit viel Substanz ausgestattet ist dieser Hund, der ebenfalls oft in gestrommt anzutreffen ist. Das sind sehr interessante Hunde, gefallen mir ebenfalls sehr gut. Schäferhunde und Hütehunde fallen mir 3 ein. Der erste wäre der Hollandser Herdershund, der Zwilling des Malinois. Für mich ist er das. Ich weiß schon, ich möchte hier keine Gotteslästerung im Lager der Mali- oder Herder-Fans damit ausdrücken. Überhaupt nicht. Ich weiß, dass die da ziemlich sensibel sind zum Thema. Ja, aber für mich ähneln sich diese beiden Hunderassen nun mal extrem. Ja. Gestrommt. Der Bouvier de Ardennes. 2-mal sah ich einen Vertreter dieser Rasse, allerdings sah ich ihn einmal in Weizenfarben und einmal in einem ganz dunklen Grau, glaube ich, war das. Gestrommt sah ich ihn noch nie, doch es gibt ihn gestrommt. Das sind sehr interessante, sehr schöne Hunde mit kantigen Wesen. Tolle Hunde sind das. Der Cursino aus Korsika, das ist ein Schäfer- und Hütehund, der damals aber auch als Saupacker herhalten musste. Auch der kommt häufig in der Farbe gestrommt vor. Wo sind wir? Da sind wir. Die Domäne der Farbvariation gestrommt, die liegt aber ganz klar bei den Windhunden, den bullartigen Terriern und den Molossern. Also die haben da ohne Frage die Hand drauf. Und bei den Raketen haben wir gestrommt den schnellsten Hund der Welt, den Greyhound, häufig in dieser Streifung anzutreffen. Dieser Windhundetypus, das ist schon eine Geschmackssache. Also dieser schmale Kopf, tiefe, schlanke oder schmale Brust,
hoch aufgezogene Bauch, die enorm kräftige Hinterhand, das muss einem schon liegen. Mir persönlich gefallen sie sehr gut. Sein kleinerer Zwilling, der Whippet, eine 1:1 Ausgabe des Greyhounds in klein, der ist ebenfalls oft gestromt anzutreffen. Und auch immer der Albtraum jedes Hasen, die sind wahnsinnig schnell, diese Hunde. Der Slugy, elegant, schnell und gestromt anzutreffen. Der Galgo Español. Schauen Sie, diese Hunde zählen zu Rassen, welche das meiste Leid durch Menschen erfahren müssen. Ja. Pfui Teufel, kann ich da nur sagen. Und ich hoffe, diese Personen, welche diesem Hund das antun, die werden vom Karma eingeholt und bestraft. Ja. Viele von Ihnen kennen die Geschichten rund um den Galgo Español. Alle anderen, die diese Geschichten nicht kennen, schreckliche Geschichte, die Ihnen tagelang im Kopf nachläuft, ja, wenn Sie sich da rein recherchieren. Ja, auch den spanischen Windhund gibt es in gestromt. Nun zu einem russischen Wolfsjäger, der mehr drauf hat, als man im ersten Moment meinen könnte. Der Barsoi, auch Borsoi genannt. Das sind schneidige und sehr kräftige Jäger, auch wenn sie im ersten Moment wie ich habe keine Krafthunde aussehen, das ist nicht so. Ganz im Gegenteil, ich kannte einen Rüden, weiße Grundfarbe, hellbraune Platten hatte der war mit Vorsicht zu genießen, mit einem Herrn auf der Donauinsel unterwegs, den musste man aus dem Weg gehen, wenn man einen anderen Rüden an der Leine führte, das war ein Fighter. Und mit dem war nicht zu spaßen. Das sind sehr elegante, sehr große Windhunde mit langstockhaarigem Fell, wahnsinnig schnell, aber auch stark. Nochmal, ich wiederhole mich, auch wenn sie nicht so aussehen. Wurden nicht umsonst zur Wolfsjagd eingesetzt. Ja. Auch den gibt's gestromt. Der Irish Wolfhound. Der größte Hund der Welt. Sieht man ebenfalls manchmal gestromt, wobei er zumeist in diesen Farbfarben, Weizenfarben, beige oder in verschiedenen Grautönen vorkommt. Auch, ich weiß nicht, ob es ihn rein schwarz gibt, aber sehr dunkel. Sieht man ihn auch häufig. Gestromt habe ich ihn selten gesehen. Ich könnte mich auch an keinen gestromten erinnern, aber egal in welcher Farbe, wenn der Hund irgendwo auftritt, dann ist er eine Erscheinung. Also das ist einmal ganz klar. Ja. Sehen wir mal bei den Bull Terriern rein. Der Staffordshire Bull Terrier und die Farbe gestromt, die sind untrennbar miteinander verbunden, klare Sache. Aber auch in anderen Farben ist dieser Hund wunderschön. Für mich der stärkste, also der Hund mit dem meisten Schmalz, der Kleinen. Ja. Tolle Hunde. Der Bull Terrier, der Standard Bull Terrier, aber auch der Miniatur Bull Terrier. Der Standard Bull Terrier, anno dazumals immer reinweiß, aber den gibt es seit vielen Jahren auch in gestromt. Diesen Hund hier, den Sie hier im Video sehen, den sehen Sie nochmal im Video. Ja? Der American Staffordshire Terrier. Gestromt ist auch bei dieser fantastischen Hunderasse nicht wegzudenken. Auch diesen Hund hier, den sehen Sie ebenfalls nochmal. Weshalb, das werden Sie dann noch erfahren. Und zuletzt wenden wir uns den Meistern der gestreiften Kapazundern zu, den Molossern. Der Cardebu, Mallorca Bulldog, ein Top-Hund. Vor kurzem hat mich ein stolzer Besitzer eines sehr schönen und typvollen jungen Cardebus angeschrieben. Das sind Hunde, die den Spagat zwischen Molosser-Wesen und Bull Terrier Anatomie toll meistern, möchte ich sagen. Eine Alternative für Fans beider Hundetypen. Tolle Hunde. Der Cimarron Uruguayo, eine wilde Geschichte hat dieser Hund hinter sich. Ich habe schon mal ein Video über diesen Hund gebracht mit dem Titel Vom Kriegshund zum Wildhund zum Haushund. Musste dieses Video aber aus verschiedensten Gründen wieder vom Netz nehmen, werde das aber wiederholen, da der Cimarron Uruguayo eine sehr interessante Molosser-Rasse ist. Auch den treffen Sie häufig in wunderschönen gestromt an. Der Cao Fila de São Miguel, ein Molosser, welcher zwar verschiedene Grundfarben vorweist, aber immer gestromt ist. Ja. Sehr schöner Hund. Der Bullmastiff, Spitzenmolosser. Gestromt ist er mein favorisierter Vertreter dieser Rasse. Sie gefallen mir auch gelb und rot wahnsinnig gut, doch müsste ich zwischen einer dieser drei Farben wählen. Meine Wahl würde immer auf den gestromten Bullmastiff fallen. Top-Hunde sind das.
Die Deutsche Dogge. Ja, hier macht die Gestromte das Rennen knapp vor der weiß-schwarz gefleckten. Bei mir. Deutsche Doggen sind herrliche Hunde. Groß, elegant. Die strahlen eine Aura aus, wenn da nur nicht diese verdammte Kurzlebigkeit wäre. Ja, ewig schade. Gestromte Deutsche Doggen gefallen mir am besten. Der deutsche Boxer. Gestromt gefällt er mir ebenfalls am besten, obwohl ich genauso den roten und den gelben liebe. Ich mag diese Hunde. Und die werden immer einen Platz in meinem Herzen haben, einen besonderen Platz. Habe schönste Erlebnisse mit diesen Hunden hinter mir. Ich liebe sie, die deutsche Bulldogge. Ja. Der Old English Mastiff, ein Schlachtschiff. Weit häufiger in Gelb zu sehen. Gestromt gefällt er mir aber noch ein kleines Stück besser. Ich möchte noch ganz kurz was zum deutschen Boxer ergänzen. Selbstverständlich ist mir jetzt gerade eingefallen, dass natürlich auch der Continental Bulldog und der English Bulldog, auch der französische Bulldog in Gestromt vorkommen. Mir fallen im Laufe dieses Videos wahrscheinlich noch mehrere Hunde ein. Nochmal, ich bitte um Verzeihung, wenn ich diese Hunde hier nicht extra angeführt habe. Ja. Der Tosa Ino. Mein Giro war rot mit weißem Brustfleck, schwarz. Sieht man sie weit seltener, aber am seltensten kommen sie in Gestromt vor. Aber dann, wow. Für mich einer der tollsten Molosser auf diesem Planeten. Da fährt die Eisenbahn drüber. Der Cane Corso. Ebenfalls ein Molosser der Spitzenklasse. Gestromt wäre meine Farbe bei diesem Hund. Der Vitos Traumfrau, die Hydra. Eine gestromte Cane Corso Hündin im Besitz eines Gaststättenbesitzers bei uns in der Ortschaft, an dessen Garage ich häufig mit Vito vorbeigehe. Die meisten von Ihnen kennen diese Geschichte. Diese Cane Corso Hündin in wunderschöner dunkelrotbrauner Grundfarbe mit schwarzen Streifen, genauso wie sie mir am besten gefallen, stürmt dann mit ihrer Partnerin, einer bayerischen Gebirgsschweißhündin, immer diese Garage nach vor und meldet. Die wird bald wieder läufig. Und ich dachte mir schon mal, Alter, irgendwann gehe ich mit Vito dort vorbei in der Dunkelheit, ja. Vito ist hellbraun, Hydra ist dunkelrotbraun, gestromt. Die Chancen stehen gut, dass da Welpen bei einer Verpaarung dieser beiden dabei wären, die ebenfalls gestromt sind, und da könnte ich nicht Nein sagen. Das einzige Problem ist, dass mich der Besitzer von Hydra heftigst würgen würde, aber ja, irgendwann würde der Schmerz vergehen. Noch mehr würde ich mich vor meiner Frau fürchten, denn die würde mich noch ärger würgen, doch mit einem Strauß Orchideen und eventuell dem Auflegen unseres Liedes Shining Star von den Manhattans und dann einen langsamen dahingeschmolzenen Paket, würde ich sie schon packen. Aber nein, das sind nur Hirngespinste, wissen Sie, denn ich würde Vito den Stress eines Welpen niemals antun. Ja. Aber reizen wird es mich schon. Also, auch den Cane Corso gibt es selbstverständlich in Gestromt und in dieser Farbe gefällt er mir mit Abstand am besten. Und nun zum ersten der beiden Hunde, die meiner Meinung nach dafür verantwortlich sind, dass mir die Farbvariation Gestromt in der Welt der Hundefarben am besten gefällt. Wir waren vor einigen Jahren in Budapest auf Besuch. Eine Freundin von uns war auch dabei, eine gebürtige Ungarin, die diente mir in einer gewissen Situation dort als Dolmetscherin. Von der Entfernung sah ich einen Hund daherkommen. Ich deutete ihn als Molosser, wusste aber noch nicht, was für eine Rasse das war. Je näher er kam, desto sicherer war ich mir, das ist entweder ein Dogo Canario oder ein Presa Canario. Der Hund war kopiert, ohrenkopiert. Er ruhte natürlich nicht. Lieber Zuseher, ich sage Ihnen was. Der Hund war im Besitz der schönsten Farbe, die ich in meinem Leben bei einem Hund je gesehen habe. Der funkelte wie ein Edelstein. Wie soll ich Ihnen diese Farbe erklären? Ich möchte absichtlich den Presa, den ich Ihnen hier jetzt gleich präsentieren werde, noch nicht jetzt einblenden, da dieser diese Farbe nicht vorweist. Ich habe im Netz eine Stunde nach einem Hund, nach einem Presa oder einem Dogo gesucht, der ähnliche Farbe hat. Oder einem anderen Hund, der ähnliche Farbe hat. Ich fand keinen. Der hatte als Grundfarbe ein Silber, einen Mix aus leuchtendem Hellgrau und leuchtendem Silber. Nicht
in der Art und Weise, wie es ein Weimaraner hat oder viele Amstaffs haben oder Cane Corsos haben, viel heller, leuchtender, wie ein leuchtendes Hellgrau-Silber. Das war die Grundfarbe und geschmückt war der mit extrem intensiv schwarzen Streifen. Dieser Hund wirkte tatsächlich wie ein hellgrau-silberner Tiger mit der Farbe. So etwas habe ich zuvor noch nicht gesehen und danach auch nicht mehr gesehen. Die schönste Farbe, die ich bei einem Hund in meinem Leben je gesehen habe. Der leuchtete, ich wiederhole mich, im Tageslicht wie ein Edelstein. Dieser Hund drückte mich an die Wand, ich packte es überhaupt nicht. Unterhielt mich mit dem Besitzer dieses Hundes, meine Freundin, also unsere Freundin, übersetzte. Der stammte aus ungarischer Linie und ich möchte hier betonen, dass die Ungarn tolle Molosser-Linien besitzen. Also da finden Sie die tollsten Dogo Canarios, die tollsten Dogo Argentinos, die schönsten Presas, herrliche Cane Corsos, wunderschöne American Bulldogs. Die Ungarn sind da auf Zack, die haben es drauf. Der Presa war ein Wahnsinn. Er war generell schön, das war ein sehr substanzvoller, muskulöser, rüde mit typvollen Ausdruck, aber die Farbe stellte alles in den Schatten, was ich bisher, also zuvor und danach bei Hunden gesehen habe. Wahnsinn, kann ich Ihnen nur sagen. Der Presa, den Sie hier sehen, hat ähnliche Grundfarbe, aber nur ähnlich. Der leuchtet bei Weitem nicht so wie der Presa, den ich in Ungarn gesehen habe. Aber anhand dieser Grundfarbe können Sie sich vorstellen, was ich etwa meine. Stellen Sie sich diese Farbe des Hundes, den Sie hier sehen, etwas grauer vor, aber ich kann das nicht beschreiben. Und auch die Strömung dieses Hundes ist bei Weitem weniger intensiv wie diejenige, welche ich bei dem Hund in Ungarn gesehen habe, die viel dünkler war, viel kräftiger war. Wahnsinnsfarbe, also die können Sie nicht erfinden. So sah dieser Hund aus. Also ja, der Presa Canario kommt in gestromt vor und gefällt mir in dieser Farbvariation am besten. Und der nächste Hund, der den Hund darstellt, der mich bis jetzt von allen Hunden, die ich in meinem Leben gesehen habe, am meisten beeindruckt hat, ist der Fila Brasileiro. Auch hier blende ich noch keinen Fila ein. Ich möchte Ihnen zuerst den Standard Bull Terrier und den American Staffordshire Terrier zeigen, über die ich zuvor gesprochen habe. Die beiden zeigen in etwa dasselbe Farbmuster, möchte ich sagen. Ja. Stellen Sie sich diese Grundfarbe der beiden, auch den weißen Brustfleck, jetzt auf diesen Fila vor, den ich jetzt einblende. Projizieren Sie diese dunkelrotbraune Grundfarbe dieser beiden Bull Terrier auf den Fila darüber und verpassen Sie ihm auch diesen weißen Brustfleck. Und jetzt malen Sie diesen Hund mit ähnlich intensiv dunkelschwarzen Streifen an, wie sie der Presa in Ungarn hatte. Dann wissen Sie, wie dieser Fila aussah, den ich bei der Thuner Welthundeausstellung gesehen habe am Messegelände. Dieser Rüde war etwa 75 cm hoch, mit der Schulter war etwa 60 Kilo schwer, war gleichzeitig schlank, aber auch kräftig. Ein Hund mit einem riesen Kopf, mit einem mächtigen Fang und einer der schönsten Farben, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Der Presa in Ungarn und dieser Fila in Tulln auf der Welthundeausstellung besaßen die schönsten Farben, die ich in meinem Leben je bei einem Hund gesehen habe. Und dieser Fila war für mich der perfekteste Hund aller Hunde, die ich bis jetzt gesehen habe. Der hatte das perfekte Gesamtpaket, ja, da passte bis am kleinsten Millimeter alles. Ich sage Ihnen was, ich sah schon weit größere Hunde als diesen Fila. Ich sah weit schwerere Hunde als diesen Fila. Hunde mit 2,5 Mal so großen Köpfen. Hunden weiß ich nicht. Aber keiner beeindruckte mich derartig, wie der Fila auf dieser Ausstellung das tat. Ja, weg. Also, auch den Fila gibt es natürlich in gestromt und in dieser Farbvariation gefällt er mir am besten. Ja, liebe Zuseher, gestromt. Geschmackssache, aber ich bin mir sicher, es gibt unzählige Leute da draußen, welche sich ebenfalls von dieser Farbvariation enorm angezogen fühlen. Ähnlich wie es Leute gibt, die weiße Hunde bevorzugen oder Hunde in Black and Tan oder gefleckte Hunde. Klare Sache, ich habe das schon erwähnt, die Geschmäcker sind nun mal verschieden und das ist auch gut so. Eines ist aber klar,
Sie haben den schönsten Hund zu Hause, das weiß ich. Und Sie wissen das auch. Ich weiß auch, dass ich den schönsten Hund zu Hause habe. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Ja, so viel zum Thema gestromt. Ehrliche Farbvariation wird immer mein Favorit sein, egal bei welcher Rasse. Wenn es den in gestromt gibt, sehe ich mich zuerst um den um. Aber ich sehe mich nach Vito höchstwahrscheinlich um gar keinen Hund mehr um. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.